Heute ist der Tag. Ich glaube, ich habe heute Geburtstag und Weihnachten und Ostern zusammen. Nie wieder runterkriechen. Mein erster Ausbildungstag beginnt. Willkommen im Chaos. Was passiert denn jetzt, Olli? Feierabend. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Ich glaube, ich habe heute Geburtstag und Weihnachten und Ostern zusammen. Wir haben hier Pakete von Makita gekriegt. Wir haben die gefragt, ob sie uns unterstützen wollen auf unserer Weltreise, weil wir da noch ein, zwei Maschinen brauchen. Und die haben gefragt, ja klar, was wollt ihr haben? Und ja, hier sind die Pakete. Total geil. Gucken wir mal, was drin ist. Wir haben uns da für das 18 Volt Akkusystem entschieden. Wenn mich nämlich nicht alles täuscht, dann sind die doch recht kompakt gebaut. Und für sowas wie jetzt eine Weltreise oder Expeditionsmobil nämlich ideal. Und trotzdem haben sie genügend Power. So, das Schwert ist halt hier abgebaut, aber es soll sich angeblich relativ leicht montieren lassen. Ich habe jetzt noch nicht so die Erfahrung mit dieser Maschine. Wie gesagt, hier hast du dann die beiden Akkus, die du dann reinmachen kannst, sodass du dann auf 36 Volt kommst und genügend Power hast in dem Ganzen. Ja, im Grunde genommen total kompakt, lässt sich gut verstauen. Damit werde ich mich mal in Ruhe auseinandersetzen. Ja, und dann hatte ich bei Makita angefragt, weil ich habe ja so einen alten Werkzeugkoffer Steckschlüsselsatz. Ich muss den euch mal zeigen. Der ist noch von Opas Zeiten. Dieses Teil hier. Die Knarre ist zwar irgendwie massiv und ist auch ganz gut, aber gerade dieses Teil hier, das nervt mich eigentlich regelmäßig, weil sich das immer, wenn man dagegen kommt, von alleine verstellt. Plus, man hat halt hier keinen Gummigriff. Und überall, wo man dann mit dem Griff umgegen haut, machst du halt den Lack oder sonst irgendwas kaputt. Und da habe ich bei Makita angefragt, ob sie mir zwei neue Knarren geben kann. Und zwar eben halt einmal so eine Halbzollknarre hier und eine Viertelzollknarre. Damit ich das, was ich hier drin habe, so weiter benutzen kann. Und ja, da haben sie mir gleich einen ganzen Koffer geschickt. Das ist halt auch der kleine Koffer, es gibt auch noch einen größeren Koffer von Makita, der empfänglicher ist. Was ich auch cool finde, ist halt, dass hier nochmal Bits dabei sind. Davon kann man nie genug haben, weil gerade die Torx, die drehen auch ganz schnell mal über. Ansonsten eben halt die Halbzollknarre. Liegt ganz gut in der Hand. Was ich persönlich ganz gut finde, ist halt eben dieser Umschalter. Da kommt man nicht so unbedingt immer gegen und dass die sich dann aus Versehen irgendwie verstellt. Und vor allen Dingen das System, was der alte ja nicht hat, dass man die Nuss nur lösen kann, indem man hier oben drauf drückt. Ein Akkuschrauber. Ich hatte gefragt, ob wir einen mit zwei Akkus bekommen können, weil naja, mit einem Akku kommt man halt immer nicht so weit und zwei Akkus sind schon ganz gut, dann kann man halt, wenn der eine leer ist, den anderen mit einem Schnellladegerät aufladen. Aber da wir ja alleine schon eine Säge haben, die zwei braucht, haben die sich dann gedacht, die schicken den einfach mal die Black Version von der Makita zu mit insgesamt 3 Akkus und einem Schnellladegerät. Also geil, und auch die Kisten, ich freue mich total, weil da kriegst du wenigstens was rein. Ne? Da kannst du ordentlich was reinpacken, kannst es ordentlich verstauen. Das ist quadratisch praktisch gut. Mega. Also ist einfach cool. So, genau. Und zusätzlich zu dem hier haben sie uns dann auch gleich noch einen vernünftigen Bitsatz geschickt. Im Grunde genommen sind da so die gängigen Größen, die man gut brauchen kann. Also über Kreuzschlitz, Schlitz, Imbus, Torx. Ich finde das gut, dass es jetzt noch eine zusätzliche Box ist. Da kann ich dann eben halt die anderen Bits, die sonst irgendwie so lose rumfliegen, hier noch mit reinpacken und einfach mit ab hier in die Kiste vom Schlagschrauber zu und fertig.
und das Ganze verpacken. Also ich finde das total geil, wie gesagt, mit den Kisten. Da habe ich ordentlich Platz. Kommen wir jetzt zu den letzten Werkzeug. Und das ist, wie ich finde, auch neben dem Akkuschrauber mit eines der wichtigsten Werkzeuge, wie ich finde, die man so brauchen kann auf der Weltreise. Weil dieses Ding einfach, ich würde sagen, fast alles kann. Ein Multitool. Und mit dem Multitool, das kennen bestimmt viele von euch, da kann man halt alles Mögliche. Schleifen, sägen und wenn man mal irgendwie schon mal Sachen abspachteln musste, halt auch automatisch abspachteln. Die haben das zum Beispiel damals benutzt, als wir die Kabine neu gedämmt haben. Da hat Yvonne den ganzen Himmel, der voll war mit Sikaflex und weiß nicht was für Kleber, den ganzen Himmel dann abgespachtelt. Ich finde gut, dass ich hier mindestens jetzt ja nur 2 große Boxen habe, wo ich das ganze Werkzeug unterbringen kann. Und das werde ich dann mal jetzt alles so durchgucken, was ich denn jetzt bereits habe, was ich doppelt habe, aussortieren, in diese Boxen verteilen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, das ganz gut reduziert auf 2 dieser Boxen. Habe alles, was ich brauche an Tools. Und ja, das werden wir dann jetzt die nächsten Tage und Wochen dann auch benutzen. Also ein paar Sachen habe ich auf meiner Liste. Und ich habe eigentlich gewartet, bis die Werkzeuge dann endlich kommen, dass ich anfangen kann. Ja, geil. Ich freue mich. Vor allem cool, dass Makita uns da unterstützt. An der Stelle, da fehlen mir die Worte. Heute ist der Tag. Es geht los. Ab in die Werkstatt, Bremse reparieren. Da wir ja nicht wissen, wie lange die Reparatur dauern wird, werden wir vorsichtshalber ordentlich was einkaufen und nochmal entleeren. Jetzt habe ich den Batterietrennschalter vergessen. Die Sendung läuft. Heute machen wir mal an, ohne vorzuglühen. Ist ja warm genug. Aber so richtig gut kommt tut er, glaube ich, trotzdem nicht. So, wie viel haben wir? So, Batterie ist gut. Kommt, aber nicht so ganz willig. Das habe ich gestern gebaut, weil ich einfach keinen Bock hatte mehr irgendwie ständig runter zu kriechen. Und ja, heute probiere ich das gerade aus und es scheint gut zu funktionieren. Muss man mal gucken, dass das dann auch dicht hält. Also ich habe die Rohre eingeklebt und da sollte da nichts passieren. Nie wieder runterkriechen zum Entleeren. So, für 2 Wochen eingekauft. Und jetzt hoffen wir, dass es reicht. Mein erster Ausbildungstag beginnt. Let's start. Wir machen jetzt die Bremsbeläge lose. Die sind hier auf dieser Schraube drauf. Das ist so ein sogenannter, glaube ich, schwimmender Bremsbelag, so nennt man das, weil sich hier auf dieser, ich weiß nicht was das ist, Schraube mit Feder irgendwie der drauf bewegen kann. Das ist jetzt der Doppelzylinder, womit auch die Handbremse betätigt wird, oder die Feststellbremse heißt es ja beim LKW. Hier geht halt der Keil rein und drückt die beiden Kolben auseinander. Normalerweise ist das drucklos hier drin.
Aber da der Federspeicher ja mit Druckluft betrieben wird, das ist das, was Olli gerade erklärt hat, kann es sein, dass die Druckluft hier mit reingeht und eventuell genügend Druck aufbaut, damit die Kolben auseinandergetrieben werden, wenn der Federspeicher undicht ist. Die war ja zuletzt heiß, aber sieht auch gut aus. Wenn du die Handbremse drauf hast, brauchst du nicht drucklos machen, dann ist die Handbremse ja drucklos. Also die Handbremse ist auch gelöst. Ne, muss er auch drauf machen, auf anziehen. Er soll anziehen. Ja, ja. Sicher. Ja, ja. Du bremst, gibt der Druck auf die Kolben. Der Federspeicher arbeitet genau andersrum. Die Feder macht die Bremse drauf und über Druckluft löst du die Bremse. Ja. Wie gesagt, minimal schwitzen, das ist nicht weiter schlimm. Ich nehme jetzt die Bremsbeläge ab, so wie Olli sie auf der anderen Seite schon abgenommen hat. Und dafür muss ich die Federn hier einmal lösen. Und dafür gibt es ein ganz besonderes Tool. Das kann man nicht kaufen. Das kann man nur machen. Nein, das kann man bestimmt auch irgendwie kaufen, aber das weiß ich noch nicht mal. Ich habe das einfach gemacht, weil der Schraubendreher war eh Schrott. ja. So, das Coole daran ist, also man fragt sich ja, wie kriegt man jetzt, wenn du mal rauf gehst da, wie kriegt man jetzt diese Feder hier, da unten, wie kriegt man die jetzt hier aus dieser Verankerung raus? Und da geht man einfach mit dem Schraubendreher ran und kloppt die mehr oder weniger raus. Das ist Also im Grunde genommen wird sie einfach nur seitlich rausgeschlagen. So, jetzt muss ich nur noch diese Schrauben hier oben lösen. Die hier und die hier. Und dann kann man die Bremsbeläge runternehmen. Hier sehen wir die Spreizkeileinheit von dem Federspeicher und da gehen wir jetzt mal näher ran. Der erste Zylinder ist draußen, Radbremszylinder. Das ist der Doppelzylinder. Und oh, keine Ahnung. Sieht alt aus. Wir haben den Federspeicher rausgenommen, samt Spreizkeileinheit. Und jetzt gucken wir uns als nächstes mal an, wie das da drin aussieht. Ob der O-Ring undicht geworden ist und ob insgesamt die Spreizkeileinheit auch in Ordnung ist. Wir haben jetzt einen Zylinder auseinandergebaut. Das ist der mit der Spreizkeileinheit. Innen drin die Lauffläche, da wo es noch blank ist, ne, da lief er drin und dann darüber sieht man richtig schön den Rost. Und das ist halt der Grund dafür, warum so ein Zylinder in dem Gehäuse dann sich verkantet oder stecken bleibt und nicht vernünftig wieder zurückgeht, wie er soll. Und das kann durchaus der Grund gewesen sein, warum die Bremse dann immer fest gewesen ist und heiß gelaufen. Und die anderen werden alle genauso sein, die Radbremszylinder. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir nur 3 als Ersatz haben. Und ausgerechnet von denen hier haben wir nämlich nur einen. Und wir brauchen 2. Da müssen wir gucken, ob jetzt der andere besser aussieht und wie man die dann noch retten kann. Weil das sieht nicht gut aus. Was passiert denn jetzt, Olli? Feierabend. Guten Morgen. Das war unsere erste Nacht hier in der Werkstatt. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Mal sehen, was der neue Tag bringt. Auf jeden Fall wird es spannend, was wir jetzt bezüglich des Bremszylinders machen, von dem wir ja nun leider keinen Ersatz haben. Da werden wir gucken, wie wir jetzt Ersatz bekommen. Wir haben da so vielleicht 2 Optionen. Die eine Option ist, den Bremszylinder zu überholen zu lassen von einer Firma. Das könnte aber bedeuten, dass es sehr, sehr lange dauert, weil die teilweise Vorlaufzeiten haben bis zu 6 Wochen. Oder wir besorgen uns eine ganze Hinterachse, wo diese Bremsen verbaut worden sind und demontieren die dann und bauen dann entsprechend um. Olli hat noch versucht, den jetzt aufzuarbeiten, ob man den, also der Rost, der jetzt hier drin ist, ob man den noch weggeschliffen bekommt. Aber der ist nicht mehr zu retten. Also da sind die Rostnamen so tief, hat er gesagt, dass der jetzt nur noch mit aufwendiger Aufarbeitung dann zu retten wäre und das geht dann richtig ins Geld. Also werden wir jetzt die zweite Option nehmen und die Achse, die wir haben die letzte Achse jetzt noch gekriegt, die da noch verfügbar war und dort dann die Sachen abbauen. Also es ist eine eingelagerte Achse von der Bundeswehr
und entsprechend dort die Bremszylinder abbauen und einbauen. Ich baue jetzt gerade den Tank ab oder löse ihn, weil wir noch einen anderen Tankgeber einbauen wollen, weil der jetzt drin ist, der hat kein Sieb und außerdem, ja, er zeigt halt nichts an. So, weil A, passen nicht zusammen, die Tankuhr, die alte von Renault und der da drin ist. Und jetzt baue ich das halt so um, dass wir mit dem neuen Tankgeber auch eine neue Tankuhr einbauen. Ich flicke die Leitung vom Tankgeber, die ist nämlich total verschmort. Ja, offensichtlich war unser Odin mal so richtig im Waldbrandgebiet unterwegs. Also das ist jetzt so eine Vermutung, aber da sind so diverse Leitungen am Rahmen, die haben von außen Schmorschäden, also irgendwie Brandschäden. Wir hatten gerade mal eine Leitung untersucht und die so verschmort aussieht und das kam nicht von innen heraus, also durch zu hohen Widerstand, sondern von außen. Ich überprüfe den Tankgeber, den alten. Unsere Tankuhr funktioniert ja nicht und wir wollen das jetzt umbauen. Wir haben eigentlich einen neuen Tankgeber dafür, aber mit dem funktioniert halt die alte Tankuhr nicht. Und wir haben jetzt die Hoffnung, dass wir mit diesem hier, also der jetzt hier drin ist, dass das eigentlich der originale Tankgeber von Renault ist und dass wir den wieder gangbar kriegen und damit auch die alte Tankuhr. Dann brauche ich keine neue Tankuhr einbauen. Ich messe hier gerade, in welchem Widerstandsbereich der Tankgeber funktioniert und ob der dann auch mit der alten Tankuhr überhaupt zusammenpasst. Also der operiert irgendwie 0 bis 100 Ohm und das, glaube ich, funktioniert nicht zusammen mit der alten Tankuhr. Wir bauen jetzt doch den neuen Tankgeber ein, weil der alte funktioniert leider doch nicht. Ist halt nicht der Original Renault gewesen. Jetzt muss ich alles umbauen. Wir können jetzt hier leider nicht die Standheizung dran lassen, weil es gibt keine Vorrichtung dafür. Ich muss die Standheizung jetzt an einen anderen Tank legen. Für solche Arbeiten wie jetzt hier an der Bremse, wo die Anzugsdrehmomente wirklich sehr wichtig sind, ist es natürlich klar, dass man dann auch einen vernünftigen Drehmomentschlüssel nimmt. Also sowas wie das jetzt hier. Das ist jetzt nicht meiner, das ist der vom Werkstattmeister Olli und Fahrcom steht da drauf. Auf jeden Fall ist das sind halt welche, die liegen in ganz anderen Preisregionen. Da geht es um sicherheitsrelevante Themen, wie jetzt eben halt Bremse. Da braucht man einen vernünftigen Drehmomentschlüssel für. Wir haben zusätzliche Sicherheitsschloss jetzt eingebaut. Es gibt uns ein bisschen mehr Gefühl für die Sicherheit. Gerade dann, wenn wir jetzt auch außerhalb Deutschlands dann irgendwann unterwegs sein werden. Ne? Ja, was kann das? Im Grunde genommen, wenn es zu ist, dann kann man das auch nicht bewegen. Also man kann uns auch nicht einschließen. Mit dem Schlüssel nimmt man den Zylinder hier raus, schiebt das immer nach vorne, drückt ihn rein, fest. Und dann geht auch nichts mehr auf. Wir haben das bewusst hier gesetzt, damit man von unten die Tür nicht irgendwie so aufbiegen kann. Der neue Tankgeber ist hier jetzt nur eingebaut. Jetzt baue ich noch die neue Tankuhr ein, damit das dann auch zusammenpasst. Und dann werden wir hoffentlich bald auch sehen können, wie viel in dem alten Tank drin ist.
Willkommen im Chaos. Ist immer wieder eine Freude, hier reinzugucken. Aber nach und nach steigt man dann auch hier durch. Also was ich besonders gut finde, ja, ist jetzt ein bisschen Eigenlob jetzt, ne? Aber also was für mich ganz gut funktioniert, ist das, was ich zumindest schon mal herausgefunden habe, mit Isolierband und Stift zu beschriften. So, jetzt muss ich irgendwie das Ding hier rauskriegen. Keine Ahnung, wie ich da rankomme und wie das vor allem eingebaut ist. Ich sehe da nämlich erstmal so gar nichts. Dann gucken wir mal, ob er mit uns spricht. Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Also nach dem wäre jetzt der Tank fast leer. Oder eigentlich leer. Aber wir wissen, dass da noch was drin ist. Ich habe das vorgemessen, dass der Tankgeber 0 bis 180 Ohm hat. Und die Tankuhr hat halt 10 bis 180 Ohm. Vielleicht liegt es auch daran. Ich werde jetzt noch einmal den Tankgeber betätigen, würde ich sagen. Mechanisch. Und Yvonne guckt hier drauf. Und dann wissen wir, ob es läuft oder nicht. Da der Tankgeber ja nun schon eingebaut ist, werde ich diesen Hebel, der da drin ist, einmal hier mit dem Haken hochziehen und den sozusagen in Vollstellung bringen. Und dann gucken wir mal, was die Anzeige anzeigt. Die neue Anzeige hat natürlich nicht so in die alte reingepasst, weil die alten von Renault, die sind 62 mm breit und die neuen haben alle irgendwie so um die 52 nur. Ich habe dann leider die alte Anzeige kaputt machen müssen, damit ich diesen Ring, der draußen dran ist, nutzen kann als Überbrückung. Ja, hat aber gut funktioniert. Die Anschlüsse, das war auch ganz einfach. Abstecken, wieder ranstecken. Nur bei dem Licht musste ich mir so einen kleinen Adapter bauen. Das waren jetzt die ersten 4 Tage in der Werkstatt. Wir haben ordentlich was geschafft. Die Achse ist bestellt, die kommt jetzt die nächsten Tage. Wir werden jetzt sehen, dass wir erstmal wieder ein bisschen Sonnenlicht schöpfen. Wir waren jetzt 4 Tage hier im künstlichen Licht unterwegs und es wird Zeit, dass wir aus dieser Höhle mal rauskriegen. Wir schnappen uns gleich die Fahrräder und dann wollen wir ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, wir sind am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns wie immer gerne einen Daumen da, da würden wir uns sehr darüber freuen. Schreibt doch was in die Kommentare, das hilft wie immer, den YouTube-Algorithmus zu erkennen, dass das Video nicht nur für euch interessant ist, sondern auch für andere. Und abonniert gerne unseren Kanal, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr auch informiert werden wollt, wenn das nächste Video online ist, hilft es natürlich auch, die Glocke zu aktivieren. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video.